Es gibt natürlich auch voll viel positiven Rassismus. Zum Beispiel dieses, normalerweise stehe ich ja nicht so auf Schwarze, aber dich finde ich echt hübsch. Das sagen Leute als Kompliment. Mein Name ist Larry. Ich bin in Gelsenkirchen geboren, im Ruhrgebiet. Und ich bin Musikerin. Meine Mutter ist Deutsche, in Deutschland geboren. Mein Vater ist Engländer jamaikanischer Abstammung. Meine Eltern haben sich auf einer Party kennengelernt. Irgendwo in Deutschland. Mein Vater war bei der britischen Army. Irgendwo in der Nähe des Wohnorts meiner Mutter stationiert. Und die haben sich im Club kennengelernt, wurden von Freunden vorgestellt irgendwie. Und haben dann gedanced. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich ungefähr ein Jahr war, und mein Vater ist zurück nach England gegangen. Es gab so ein paar Orte irgendwie oder ein paar Sachen, die ich nicht durfte, die die anderen durften. Irgendwie nachts mit dem Zug in bestimmten Städten unterwegs sein. Dortmund war immer so eine Nazi-Hochburg, so, da durfte ich mich überhaupt nicht rumtreiben eigentlich. Da gab es immer viele Storys von Freunden oder Bekannten, die von irgendwelchen Nazis durch die ganze Stadt gejagt wurden. In Gelsenkirchen oder im Pott, glaube ich, allgemein, da ist alles sehr getrennt. Man chillt nicht zusammen, man ist nicht Teil vom Leben des anderen. Alleine wie die Menschen sich ausdrücken dort und das Vokabular, das sie benutzen, ist wahnsinnig rassistisch für mich. Also für mich fühlt sich das alles wahnsinnig, wir haben keinen Bock auf Kanaken mäßig an und andersrum, scheiß Kartoffeln, ne, so. Ich meine, man wächst halt da auf, wo man aufwächst. Ich glaube, da macht man sich als Kind oder junger Erwachsener gar nicht so viele Gedanken. Mir war immer relativ klar, dass ich da nicht bleiben möchte. Und ich bin dann nach dem Abi auch sofort weggezogen eigentlich. Also sobald ich frei war von der Schule, war das dann auch vorbei mit Gelsenkirchen. Ich war zum ersten Mal in New York, irgendwie Anfang 20. Und hatte das Gefühl, okay, ich bin jetzt genau da, wo ich sein muss. Ja, da leben ja ganz andere Nationalitäten. Ich meine, in New York ist die Hälfte der Leute schwarz. Ich war zum ersten Mal irgendwo, wo ich mich wirklich wohl in meiner Haut gefühlt habe. Und das war echt schön. Das heißt, ich war erst mal da, bin dann zurück, bin dann so ein Jahr so ein bisschen back and forth und bin dann schließlich aber in Berlin geblieben, weil ich Musik auf Deutsch machen wollte. Ich habe bisher die Erfahrung gemacht, dass sobald du irgendwie schwarz bist und Musik machst, dann ist das erst direkt, das machst du so R&B, Soul, so Joy Denalani, weil das dann so der einzige Referenzpunkt ist. Ich glaube, das löst sich so langsam ein bisschen auf, aber es ist trotzdem bei vielen Leuten der erste Gedanke einfach. Ich glaube, man hat immer Einflüsse von allem, was einen umgibt und was man selber ist. Und bei mir ist es auf jeden Fall auch was Jamaikanisches und was sehr Bass- und Beat-Treibendes. Aber auch irgendwie was super Sanftes und Melancholisches. Ich weiß gar nicht, ob ich da so krass nach auf der Suche war, aber jetzt so im deutschen Umfeld oder in den Medien oder in den Zeitschriften oder in der Werbung oder im Fernsehen oder sonst irgendwo gab es halt kaum schwarze Frauen. Und daher auch irgendwie wenige Möglichkeiten zur Identifikation, hat man sich dann eher mal nach Amerika oder England geschaut oder so. Das hat aber auch nicht so richtig geklappt, weil das auch eine andere Geschichte ist. Eigentlich war das super schwer, als man jünger war, vor allem als Mädchen und noch vor Beyoncé und so, da war das alles auch gar nicht so cool. Da war das noch nicht so, dass du war so, wenn du einen großen Hintern hast, dann hattest du einfach einen dicken Arsch und nicht einen geilen Arsch, so wie das heute ist. Das Ding ist, jetzt ist es dann halt gerade super cool, irgendwie schwarz zu sein und alle finden es irgendwie geil und alle reden darüber und über die ganzen Thematiken. Ich bin aber halt schon mein ganzes Leben lang schwarz, so wie alle anderen auch. Es ist natürlich einerseits ist es toll, weil auf einmal gibt es eine Diskussion und auf einmal interessiert es mehr Leute und es wird, die Menschen reden darüber, egal ob man weiß oder schwarz ist. Ich finde es gut, dass gerade viele Sachen auf den Tisch kommen und dass Leute Stellung beziehen und eine Haltung haben zu Dingen oder zumindest irgendwie dazu gezwungen werden, eine Haltung zu definieren.